Die Melissa bewacht einen ganz besonderen Wohnwagen. Der war schon umkämpft. Samstag war hier richtig was los, Melissa, das weißt du, letzte Woche. Wir sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und das ist ein neues Konzept, wo man wirklich sagen muss, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du Dauercamperin bist oder im echten Leben. Nee, ich bin tatsächlich keine Camperin. Ja. Aber nachdem ich die beiden Konzepte hier gesehen habe, ist es echt eine Überlegung wert. Also wir haben hier unser mobiles Büro, unser mobiles Office, sodass wir auch von überall aus arbeiten können. Ja, du bist so ein bisschen hier zuständig, ihr habt ja 2 Stück hier. Ja. Einer steht dort auf der Seite und Samstag ist ja, ich glaube letzte Woche Samstag waren die Schlangen gar nicht lang genug, oder? Ja. Also am Samstag war wirklich total viel los und ich habe so viel geredet, dass ich irgendwann angefangen habe zu husten und wo ich gesagt habe, Leute, ich brauche einen Schluck Wasser und ich bin gleich wieder da. Ich blicke mal ganz kurz nur rein, wir werden es gleich mal sehen. Da gibt es so viel zu entdecken in dem Wagen, er ist ganz anders. Hier ist Dirk vor, wir haben einen Spezialisten dabei. Du kommst aus Polch, das ist in der Nähe von Koblenz, bist Niesmann Caravaning, ein Fendt-Vertragshändler. Wie lange habt ihr Fendt schon? Wir haben Fendt jetzt im 40. Jahr tatsächlich, aber das, was wir hier gleich sehen, das kennen wir auch nur jetzt von der Messe und wollen uns das mal gemeinsam anschauen. Hochinteressant. Und ich habe dir mitgebracht von uns Thorsten Schmidt. Hallo. Hi Thorsten, wir kennen uns ja schon 33 Jahre bei Niesmann. Nee, bei Niesmann? Nein, bei Niesmann noch nicht. Da sind 16, aber bei Fendt oder insgesamt auf der Messe auch schon einige Jahre. Ja, und du arbeitest ja auch bei Niesmann Caravaning in Polch. Ja, du bist von Cisco. Dein Vorname? Mein Name ist Tom. Tom. Und ihr habt eine Kooperation mit Fendt, ihr habt 2 neue Konzepte hier auf dem Caravan-Salon. Was erwartest du eigentlich davon, dass ihr das hier zeigt? Sind das so Impulse, die ihr geben möchtet, so ein bisschen? Ja, Impulse würde ich sagen. Ich denke, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir sehen nicht nur den Trend, sondern die Notwendigkeit. Und deswegen zeigen wir das hier und kriegen ganz gutes Feedback. Komm, wir gehen mal rein. Hier sind ganz viele Logos drauf. Die DJI ist drauf, Mitte, Gustav, Pins, Sedus. Ihr habt viele Produkte, die ich noch nie gesehen habe, miteinander verbunden. Ja. Das bedeutet, also ihr habt gesagt, das ist... Oh, Scheiße. Was ist das denn? Ja, sagen wir mal, das ist die Verbindung von vielleicht etwas anderen Produkten. Geh mal rein, aber der Dirk darf noch nicht kommen. So, du bleibst jetzt erstmal hier. Okay, ich lass mich so, überraschen. Pass auf. Du gehst jetzt mal rein und ich filme nur mal dein Gesicht, ja. Geh rein und guck rein. Okay. Wow. Komm mal rein. Hammer. Wow. Ach, ich falle um. Das ist ja ein riesen Fernseher. Hatte ich schon gesagt, dass wir reden müssen, Dirk? Wir müssen reden. Ey, ich hab eben noch gesagt, ey, mein Gott, jetzt kommt irgendwas anderes, aber das hier ist ja wohl geil. Was ist denn das? Das ist ein mobiles Beratungscenter, das wir vor einem Jahr mit Fendt zusammen aufgesetzt haben, Cisco und Fendt, weil wir tatsächlich unsere großen Kunden vor Ort beraten wollten und das damit unter anderem ermöglichen. Krass, das ist kein normaler Fernseher, sondern der kann ein bisschen mehr, oder? Ja, ich frage dich vorher, ob du dich auch selbst sichtbar machen möchtest. Ich frage das alle immer, wenn du sagst... Ja, einverstanden. Okay, einverstanden. Das ist ja in erster Instanz ein Videokonferenzsystem. Ich mag mich nicht, ich wasche mich trotzdem. Warte, ich zeig's mal. Da vorne könnt ihr sehen, also da ist eine Kamera, gleich 2 Stück. Ich nehme ein Tele, einen Weitwinkel. Oder? Ganz genau. Wir würden jetzt, wenn wir die in einen gewissen Modus schalten, würde die Kamera uns automatisch zoomen. Also den aktiven Sprecher zoomen. Das heißt, das ist für uns... Automatisch, die kann den erfassen. Ja, genau. Das ist für uns, ich sag mal, im professionellen Umfeld ganz wichtig, weil Menschen sollen sich nicht mit Technologie beschäftigen. Komm mal hier rüber, ihr müsst alle mal ins Bild. Also ihr seht, wir sind jetzt mit 4 Leuten nebeneinander, haben einen Weitwinkel, sind auch gar nicht weit weg von den Dingen. Nö, das ist ja auch ganz wichtig. Warum, kann ich dir vielleicht mit einem Swipe zeigen. Man stelle sich vor, wir würden jetzt damit auch arbeiten wollen, ne, und machen Whiteboarding. Dann habt ihr ungefähr die Perspektive noch im Sinn, wenn ihr das mal einmal rüber swiped, einer von euch, da ist so ein Balken, einmal rüber, dankeschön, dann siehst du schon, selbst wenn ich hier jetzt arbeiten würde, oh sorry, ich pack's nicht mehr an, wir sind immer sichtbar und das ist ganz wichtig. Nochmal, wir sind im Wohnwagen gerade. Ja, das ist... Ich stelle mich mal kurz ins Bad und filme mal gerade hier rein, weil man kann, ich glaube es nicht, ist das sind diese neuen Grundrisse, die dafür eigentlich schon fast geeignet sind bei Fendt, oder? Es ist perfekt, ne? Also ich versuche es jetzt mal live zu machen und wir hoffen mal, dass das Internet dem standhält. Ich denke ja. Viele fragen ja dann auch, was ist denn das hier eigentlich? Jetzt nicht erschrecken, wir müssen mal einmal runterkurbeln. Das hier ist ja ein Fendt Tendenza 650. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was war hier eigentlich vorher? Das ist übrigens, was wir in der Beratung oft machen. Ne? Wir müssen vielleicht Räume mal erfassen. Sidu ist mein Kollege, den ich so liebe. Ja, siehst du. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, wie sieht das hier eigentlich aus normalerweise?
screenen wir mal rein. Ne? Hier war ja mal ein Bett. Weißt du, was ganz krass ist? Dass das Gefühl ist, wenn du hier davor stehst und bewegst das, du bist mittendrin. Ja. Das ist ja gefühlte Realität, die wir versuchen. Oder? Ja, ist echt dreidimensional. Wie Mach mal bitte, wenn dich mal bewegst, Dirk, mach mal bitte. Das ganze Ding bewegt sich. Mach mal bitte, geh mal rein und beweg mal bitte. Und jetzt kannst du wahrscheinlich mit 2 Fingern kannst du rein rauszoomen. Ja, klar. Ja, also du könntest jetzt natürlich die Details anschauen. Und ich sag mal, das ist jetzt immer nur ein Level. Wir können immer ein Level drüber setzen noch. Das ist ganz wichtig in der Beratung, auch im Bereich Design. Weil, nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt heute sagen, jetzt haben wir das schon gesehen und wir wollen das weiter designen und jetzt fällt uns vielleicht irgendwas auf und wir sagen, da ist jetzt so ein Teil, das nervt uns vielleicht, nämlich das. Ja, dann könnte ich jetzt zum Beispiel schon sagen, da müssen wir noch mal drüber und würden dann schon wieder den nächsten Level aufbauen. Das ist halt wichtig in der Beratung und deswegen... Also seamless. Und das Gleiche wird jetzt gerade live übertragen. Das heißt, die Gegenpartei hat gerade gesehen, was wir im Browser gesehen haben. Ja, wenn wir in einer Videokonferenz wären, ja. Wir könnten aber schon wieder ein Level draufsetzen. In der Videokonferenz würde man das dann sehen. Wenn wir parallel das in der Videokonferenz haben wollen würden und würden das streamen wollen, jetzt muss ich dich ganz kurz zur Seite bringen. Ich liebe die deutsche Sprache, wollen würden. Ja, das es ist ja der Konjunktiv, der oft in der Unternehmenswelt dann relevant ist. Ist hier ein Mac oder was ist hier dahinter? Nee, das ist ein Cisco-Videokonferenzsystem für einen Desktop. Ja, und das könnten wir jetzt im Grunde genommen zweckentfremden. Ist das Plug and Play quasi das hier? Ja. Und das ist so ein Ding, was immer funktioniert und einen guten Ton macht. Und Wir würden jetzt natürlich gerade in der Welt darauf achten, dass wir guter Ton sagen, absolute Geräusche raus. Ne? Wir könnten jetzt Stimmen optimieren. das ist ja geil, das Ding. Und das ist normal auf dem Schreibtisch. Aber warum das nur auf dem Schreibtisch belassen, wenn ich mir jetzt hier in gewisser Weise, nicht so professionell wie ihr das macht, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Aufnahmestudio baue und sage, ich könnte jetzt hier auch präsentieren. Na, jetzt könnte ich da natürlich schon sehr, sehr irre Sachen machen. Manchmal ist es so gut, wenn du die Rahmen rauskriegst vom Zoom hier, glauben die Leute ja, dass das wirklich da ist. Das ist ja krank. Ja, Das ist echt gut. Krank, die anderen sagen geil. Aber ich merk aber schon, dass du das Ganze ja wirklich lebst. Das ist jetzt ja keine Geschichte, die du jetzt nur für die Messe machst, sondern du arbeitest so mit deinen Mitarbeitern auch, oder? Ich bin ja selber im Management und wir sind ja verantwortlich für solche Dinge. Wir beraten halt sehr, sehr große Kunden, wie sowas einbetten. Da geht es jetzt weniger nur um die Funktionalitäten, sondern wirklich auch um den Flow. Ne? Workflow ist ja das, was wir brauchen. Workstyle ist das, was wir brauchen. Und das es kommt noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Warte mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Guck mich mal an und ich film mal dein Gesicht und komm mal mit. Und jetzt guck mal gerade aus zum Fenster raus. Aber wir sind immer noch in einem Wohnwagen, oder? Wir sehen immer noch einen Wohnwagen. Das ist ein transluzenter Fernseher, oder was ist das? Ja, der kommt jetzt leider noch nicht von uns, von Cisco. Ihr könnt das da erahnen, wenn ich mal durchscroll. Ich kann da halt wirklich durchgucken. Ghost OLED. Der hilft teilweise sehr gut für Präsentationen oder wenn ich nach Feierabend vielleicht mal chillen will. Persönliche Anmerkung meinerseits, PlayStation dran, sehr geil. Echt, du kannst durchgucken. Also wenn du das Licht dahinter ausmachst, hast du einen normalen Fernseher quasi. Ja. Boah, ich muss sowas haben. Ja, also liebe Leute, wenn ihr das seht, die es herstellt, ich gebe euch meine Postfach und Lieferadresse. Nee, was wir jetzt kriegen, ist ein Beamer, ein Dreifach-Laser-Beamer. 110 Watt Stromverbrauch, 2000 Ansilumen, der sich automatisch ausrichtet. Den werden wir jetzt mal testen. Aber das Ding hier, ganz ehrlich, ist das fest eingebaut hier? Ja, das ist fest eingebaut. Es gäbe den sogar, der motorisch einfährt. Die Version haben wir jetzt nicht hier drin. Aber das, was wir gemacht haben, wenn wir auf Reisen waren, ist das, was du jetzt machst. Du setzt dich da jetzt gerade ja quasi hin. Oder wenn du dich, Dirk, da mal kurz einfach nur hinsetzt. Setz dich mal hin, Dirk. Das, was ganz wichtig war für uns auf Reisen. Wir hatten auch Pressekonferenzen hier drin, leider zur Corona-Zeit. Und haben dann natürlich Leute per Video hier reingeschaltet. Was ganz wichtig ist. Ach so, der findet immer das Bild optimal automatisch hier, das Gerät. Das ist ja für uns ganz essentiell. Und wenn wir beraten haben, jetzt verstecke ich mal den Kollegen kurz, haben die im Grunde genommen die Technik hier hinten gar nicht sehen sollen, weil das lenkt ja auch ab. Jetzt hast du ja eine eigene Besprechungsraumsituation, könntest hier präsentieren, kannst dir halt auch mal begegnen und kannst halt Leute auch hybrid immer dazu nehmen. Das war eigentlich die Idee dahinter. Boah, ist das gut. Ich bin platt. Oder? Und das Ding ist ganz dünn, ne? Und du kannst ja durchgucken. Und das hat aber trotzdem eine Farbintensität. Das ist ja nicht blass, das ist ja richtig kräftig leuchtend. Ja. Du, wenn ich irgendwann mal in 20, 30, 40 Jahren ins Gras beiß, ja, dann fliegen die Flugzeuge auch vertikal hoch. Also keine Ahnung. Ja, die Technik geht immer weiter. Technik geht immer weiter, aber das hier, allein schon, dass das hier so steht und du durchgucken kannst, das ist schon ziemlich cool. Ja.
Dabei ist es so simpel, die haben eigentlich den Hintergrund weggelassen. Aber das OLED leuchtet ja selber die Punkte. Da brauchen die kleine Hintergrundbeleuchtung, gell? So ist es richtig. Also wir haben eine ähnliche Technologie draußen direkt vor den Fahrzeugen genutzt, um zu präsentieren. Da ist das Ganze mal ganz groß, steht hier direkt vom Wohnwagen. Cool. Der Wohnwagen selber, der rückt ein bisschen in den Hintergrund. Das hier wäre dann das Arbeitstier. Vorne wird sie schlafen. Du kannst aber nur einen Wohnwagen fahren. Also 2 Kollegen müssen hier fahren, oder? Oder 2 Leute. Also ich bin 5 Monate allein damit durch Deutschland getourt. Mit dem hier? Ja, hat einen Kastenwagen davor, 2 Zimmer, Küche, Bad auf Rädern. Da hast du im Kastenwagen gepennt und hast hier gearbeitet. Genau, ganz genau. Und Feeling war gut? Ist super angekommen und deswegen haben wir es ja weiterentwickelt. Aber was sagen die denn dann, wenn die, wollen die sowas haben denn auch, wenn die hier drin sind? Ja, man kann es ja sehr breit denken. Ne? Also ich sag mal, es gibt die einen, die sagen, das ist nur Arbeit und Konferenz. Denk mal in Krisenstabszentren, Katastrophenschutz oder dergleichen, dann kannst du natürlich ganz andere Dinge da noch draus machen. Also breit gedacht, ne? Bauindustrie, Architekten, da gibt es schon wirklich... Da denken die aber immer nur an Sonderbau und nicht an Fendt. Weißt du, die denken nicht, man kann ja mal ein bisschen einfacher denken. Es muss ja nicht immer das 250.000 Euro Ding sein. Ja, wir hatten aber in der Ahrtal-Katastrophe beispielsweise auch jede Menge Wohnwagen zur Verfügung gestellt, unter anderem als Rückzugsort für die ADAC-Hubschrauberpiloten. Und genau was du sagst, ein Katastrophenzentrum oder Besprechungszentrum, das ist verrückt, welche Konzepte man daraus entwickeln kann. Man muss, also ich persönlich würde dem Kind gerne einen neuen Namen geben. Also ich bin sehr freiheitsliebender, reisender Mensch, aber kein Camper. Also das ist für mich eine Etikettierung, die ich so nicht sehe. Ich würde das hier auch nicht als Wohnwagen, sondern als Plattform begreifen wollen. Und was ich darauf aufbaue, das bleibt ja jedem nach seinen Vorstellungen überlassen. Selbst überlassen. Ja, ein paar Dinge haben wir drüben schon gesehen, die sich hier wiederholen. Das sind, also gerade eben war schon nicht schlecht, muss man sagen. Aber das hier, das flecht mich total. Zumal du das Teil wahrscheinlich wirklich als Fernseher verwenden kannst, oder? Na klar, also ich sag mal, wir haben nach Feierabend schon auch mal eine Playstation dran gehabt. Ne? So ist es nicht. Also das Ding macht auch richtig Krach. Wir haben ja eigene Soundsysteme drin. Wir haben hier natürlich ein riesen EcoFlow-System, das PowerKit, komplett verbaut mit einem Gewichtsausgleich links, rechts. Einfach ein bisschen schwerer. Und damit kannst du hier schon ziemlich lange schöne Stunden haben. Sehr schön. Also mobiles Leben und Arbeiten neu definiert. Das ist das erste Konzept, was mich wirklich geflasht hat, weil du das wirklich nutzt. Weil viele Dinge, weißt du, die bauen in irgendwas ein und du kannst es richtig benutzen, auch wie du das gerade eben bedient hast. Auch die Reduktion, das ist, ich glaube, es steckt alles in der Reduktion hier. Weniger muss mehr sein und der Minimalismus ist der uns dann vielleicht auch kreativer macht. Das ist tatsächlich so. Weniger ist hier wirklich mehr. Also das heißt, irgendwo eine Bettfunktion, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, das haben die Chinesen übrigens gebaut in Halle 9, das ist ein ausklappbares Bett, ein oben einfach rein, das kannst du oben runterklappen und auf so Ideen kann man ja auch noch kommen. Also also oft ist ja so in anderen Ländern, die haben ja noch andere Lösungen, aber einfach mal was wegzulassen. Das wäre ja hier im Grunde genommen auch ein möglicher Schritt. Nicht jeder wird sowas brauchen, sowas Großes oder Schweres. Das wiegt 75 Kilo, weil es halt ein spezifisches System von uns ist. Nimm ein Klappbett und bau das da rein und nimm ein dünneres Display drunter, hast das Bett auch schon drin. Ist die Technik denn so rüttelfest? Also hält die das aus während der Fahrt? Also ich würde sagen ja, weil ich habe es 5 Monate gemacht. Der war fast 12.000 Kilometer auf Tour und läuft immer noch. Und das Ding vorne auch hier, der OLED? Ja, der OLED. Oder ist der für die Messe jetzt? Das ist was wir transportsichern dann, aber das würde dann... Zeig mal den großen OLED. Du hast mal erzählt, irgendeiner ist da draußen. Ja. Den habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Also es sind viele Dinge. Ich habe den, weißt du, wenn du hier durchguckst, du hast ja hier viel Privacy durch die Privacy-Verglasung. Deswegen war dieser Effekt auch so cool. Wenn du mal kurz, du kannst von außen nichts sehen. Genau. Und das ist, also du konntest zumindest nicht den Witz jetzt kaputt machen. Ja, das wäre jetzt Stufe 1. Stufe 2 ist, wir können das folieren und können dann halt wirklich per Knopfdruck sogar auf dem Touch das Ganze auf milchig stellen, dann ist es halt... Gut, dann ist das auch noch weg. Komm, wir gehen mal da vorne hin. Da sind jetzt 6 Stück zusammengeschaltet. Genau, das ist für uns eine Media Wall, die sehr, sehr wichtig ist, weil wir die gesamte Story, den gesamten Storyflow hier darstellen. Viele fragen uns dann ja auch, was steckt dahinter oder was kann man damit machen. Ja, ein Beispiel. Ist das ein Touch, oder? Das ist ein Touch, ja. Hier zum Beispiel haben wir speziell auch mal gedreht, was kann man jetzt mit diesen Fahrzeugen machen. Wir wollen ein bisschen Ideen geben. Also haben wir den gesamten Content auch produziert. Und das hilft so ein bisschen zu verstehen, dass das auch wieder kein klassischer Wohnwagen, sondern ein Lebensraum ist, ne, den man sehr spezifisch nutzen kann.
Also ich darf dir ein großes Kompliment machen. Du hast für mich die Firma, diese etwas altbackene Firma Fendt, sehe es mir nicht übel, aber Fendt... Eine andere Dimension geschossen, mit ganz anderen Blicken drauf geguckt. Also nee, also es ist altbacken, also sagen wir mal so konservativ. Vielleicht mal was so, einen Ticken konservativer habe ich euch gesehen, so ein bisschen wie Audi. Aber nee, Audi trifft es auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, aber... Ich glaube, dass sie mit dir etwas geschafft haben. Also in meinem Kopf, ganz ehrlich, ist Fendt auf einmal alles andere wie konservativ. Ihr seid mit diesem, auch diesen Grundrissen, hat es dir gefallen? Ja, das hat es. Also fasziniert vor allen Dingen auch. Du bist ja alter Fendt-Hase. Ja, richtig. Aber das fasziniert. Also das hat mich mitgenommen. Ja, sagen wir mal so, wir als Cisco, wir haben so ein Logo in der Brücke. Wir kommen aus San Francisco, eine Brücke. Und ich glaube, dass Cisco und Fendt eine Brücke hier gebaut haben in eine innovativere Welt. Da ist es. Und ja, die Wand ist vielleicht ein bisschen hell dahinter, ja. Das kann man. Das ist jetzt tatsächlich illuminiert, etwas heller. Das dämpfen wir ein bisschen, weil was haben wir für eine Idee gehabt? Deswegen transparent, das Produkt soll schon irgendwo im Vordergrund stehen, obwohl es im Hintergrund ist. Und okay, verstanden, das hat einen Sinn. Das hat tatsächlich. Aber gerade eben die Leute, die haben intuitiv mit dem Plus gerade eben gearbeitet, da waren immer wieder Leute da, die irgendwelche Selfies geschossen haben. Ihr habt hier eine Sitzecke, kapieren, guck mal hier, wenn du hier reinguckst, ganz oft guckst du ja rein und eure Mitarbeiter, die euch ja auch helfen, die ja grün drin sind, die sind alle voll strahlend am Lachen. Merkst du das, wie die das vorführen? Ja. Und da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie hier jetzt so messemäßig, warte, ich muss sie mal kurz ansprechen. Paula? Ja. Sag mal, ich habe dich gerade eben gesehen von draußen, dein Lachen ist echt. Du findest das voll toll, oder? Es macht sehr viel Spaß. Macht sehr viel Spaß. Und darum geht es ja letztendlich. Es macht Spaß und das mit der Firma Fendt, das Heck ist ganz neu. Also du musst umparken im Kopf, weißt du, ob du noch die Kampagne kennst, von Opel war die. Jawohl, genau. Das zeigt Fendt hier eindrucksvoll und Tom von Cisco, der uns da rumgeführt hat. Und ich bin froh, dass wir euch das präsentieren konnten von Niesmann Caravaning. Ja, Niesmann Caravaning, ihr seid in Polch einer der längsten Fendt-Händler, kann man schon sagen, oder? Ja, ich weiß den Vergleich nicht, aber wir sind bestimmt einer der Älteren, aber nicht im Kopf, sondern da ticken wir ähnlich wie Tom. Wir versuchen auch immer wieder was Neues zu entdecken und zu sehen und auch für unsere Kunden zu machen. 40 Jahre sind wir Fendt-Händler. So, jetzt machen wir Feierabend. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Sag mal, du machst auch heute jetzt Feierabend, oder? Jetzt so langsam mal. Wie spät ist das? Jetzt ist gleich 6. Dann machen wir Feierabend. Ja, jetzt in 5 Minuten ist 6, okay? Endspurt für die letzten 2 Tage. So, wir halten noch mal kurz rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal vom Caravan-Salon. Boah, war das ein Tag. Aber es war anstrengend. Jetzt haben wir noch 2 Tage. Heute ist Freitag. Ja, Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag und den Sonntag auch nicht mehr so ganz. Und dann sind wir fertig. Wir haben heute gedreht. Ich werde euch demnächst mal in Polch besuchen. Ja. Teams werden zu euch kommen, werden alles abfilmen. Was habt ihr für Marken außer Fendt? Wir fangen von oben runter an. Wir haben also Concorde, Hümer, Bürstner, Sunlight im Reisemobilsektor und Hobby und Fendt bei Wohnwagen. Und dann haben wir noch eine Eigenmarke, sozusagen Euro Caravaning und als Kastenwagen bzw. Van, wie man das heute nennt. Ja, das Ganze unter www.adventure.com könnt ihr euch informieren. Tschüss.